In today's episode, Johannes is playing it fast and loose when connecting the battery modules. But he seems quite aware of leaving room for improvement, as you might say. Also, he's connecting the DC cables and DC relays in today's episode. And the whole drivetrain is also being mounted today. So there's lots of work for you to enjoy watching. Blau-schwarz, grün-schwarz.
Flussspannung von den 2 Schottky-Dioden. Also richtig gepolt. Minus. Plus. Kondensator lädt sich auf und weg ist es. So, wir bauen uns jetzt mal ein Provisorium, um den Motor schon mal ins Auto einzubauen. So, das geht schon mal nicht. Das kann ich dann schon mal gleich rausschneiden. Kein Geld für einen Hammer. Gut, den ganzen Rest haben wir schon zugeschnitten und gebohrt. Das erspare ich euch mal. Und jetzt gucken wir mal, ob es passt. Okay, das passt schon mal nicht so gut, aber drehen wir es einfach rum. Ist ja wie gesagt nur ein Provisorium. Also, der Plan ist jetzt, wir bauen quasi eine Brücke von dieser Motorhalterung da drüben zu der. Und an dieser Brücke hängt dann natürlich über Gummidämpfer der Motor dran. So, das geht hier rüber. Diese Halterung ist ein bisschen tiefer als die andere, deswegen muss da nochmal unterbaut werden, dass die in Waage ist. Und diese Vakuumpumpe habe ich aber doch zu früh eingebaut, die ist immer im Weg. So, also noch die Schraube reinkriegen. So, schauen wir mal, ob ich richtig gebohrt habe hier. Jo, passt. War aber auch der zweite Versuch. So, das kommt hier rein. Jo, jetzt haben wir unsere Brücke. So, jetzt sieht man, diese Schiene ist jetzt so hier drin, dass sie mittig zwischen diesen 2 Montagelöchern ist. Jetzt machen wir hier sozusagen eine Brücke drunter mit Gummipuffern und dann hängt dieses ganze Getriebe eben hier an dieser Brücke dran. Und das gleiche wiederholen wir dann noch mal hier. Hier kommt auch so eine Brücke und die wird dann hier und da eben verschraubt. Vielleicht noch weiter unten. Das findet sich dann noch. Ja, das machen wir jetzt mal und dann sehen wir weiter. Also hier geht jetzt ein Querbalken komplett vom rechten Motorträger bis zum linken Motorträger durch. Und da hängt jetzt unser Prius-Getriebe einfach dran, hier mit seinen eigenen Gewinden und hier natürlich mit Gummipuffern, damit wir nachher keine Geräusche haben. Dieses Holz hier ist natürlich nur ein Provisorium für den Wechselrichter. Und hier auf der anderen Seite haben wir eine gute alte Adapterplatte angefertigt, die einfach hier das dann auch alles zumacht, damit da kein Dreck reinkommt.
Und da dran sind dann solche Blöcke und mit denen ist es wieder oben verschraubt, auch wieder hier mit einem Gummipuffer. Dann sehen wir hier die Antriebswelle. Hier ist die vom Audi und hier ist die vom Prius. So, und da gehen wir letzten Endes hin. Die wird dann ja, irgendwo vielleicht hier nochmal abgeschnitten und die wird da nochmal abgeschnitten und dazwischen kommt dann ein Flansch. Das heißt, die Wellen werden an dieser Stelle ungefähr zusammengeschraubt, damit man irgendwie eine Chance hat, das Ganze zu montieren, ohne immer das Federbein nach außen zu schwingen. Das ist nämlich eine nervige Angelegenheit. Ja, auf der anderen Seite kommt letzten Endes nur also hier sieht man noch die Originalantriebswelle. Die wird dann auch so wieder angeschraubt. Also hier kommt sozusagen nur dieser erste Teil von der Toyota-Welle rein und der wird verschweißt oder irgendwie verbunden mit diesem Anschlussteller für die Achse hier. Ja, und also das heißt, hier an dieser Antriebswelle wird überhaupt nichts abgeschnitten, sondern die wird einfach dann wieder so angeschraubt, wie es vorher auch war. Hier sehen wir eine ganz hübsche Konstruktion, um eben den Aggregatträger von vorher nachzubilden. Also hier sind solche Hülsen drunter, die da hinten, die ist ein bisschen länger, weil das Gewinde auch tiefer sitzt. Und ja, obendrauf sitzt eben diese Aluminiumplatte, die dem Ganzen dann nochmal Stabilität gibt, damit da nichts kippelt. So, dann geht es hier weiter mit dem Wechselrichter. Hier so ein ganz nettes Detail. Diese zwei Montagelöcher für den Deckel da oben, die haben genau den Abstand von den Montagelöchern hier von dem Gehäuse. Das heißt, das konnte ich jetzt hier bombenfest, naja, vielleicht nicht gerade der beste Vergleich im Moment, festschrauben. Und das sitzt ja hier auch wirklich ganz gut. So, dann haben wir hier schon mal so einen Winkel, der den Wechselrichter hier vorne hält. Das ist jetzt noch nicht so richtig fertig. Hier wird nochmal irgendwie eine Art Winkel hinkommen, der dann an diesen beiden Buchsen kontaktiert. Und hinten ist auch nochmal ein Träger, da ist jetzt mit der Kamera nicht hinzukommen. Da wird eben auch nochmal festgeschraubt, sodass der Wechselrichter dann wirklich an 3 Stellen richtig gut verschraubt ist und an seiner Stelle bleiben sollte. Oh. So. Hallo. Jetzt bin ich hier so mit ein paar Abschlussarbeiten beschäftigt. Jetzt bin ich gerade dabei, den DC-DC-Wandler anzuschließen. Wie man sieht, habe ich die Batterie jetzt nach hier vorne verlagert. Die war vorher hinten im Kofferraum. Eine große, schwere Bleibatterie, die brauchen wir nicht mehr. Dadurch haben wir dann schon mal weniger Gewicht hinten im Fahrzeug. Ja, hier haben wir den Resolver noch angeschlossen. Also die Drehzahlrückmeldung, also die Positionsrückmeldung von dem Motor. Geht jetzt über so ein, ja, das ist einfach ein Netzwerkkabel, geht das hoch zum Controller, damit der schön regeln kann. Hier bin ich noch so ein bisschen am Verkabeln, ein Startsignal für den DC-DC-Wandler hier. Und hier haben wir noch unsere Wasserpumpe angeschlossen. Die geht jetzt sofort an, sobald man den Schlüssel anmacht. Ja, hier hängt immer noch rum das AC-Ladekabel. Da kommt wahrscheinlich hier auf diesen Träger noch eine kleine Verteilerbox mit ein paar Relays drin, die dann den Ladevorgang mit steuern. Den Wechselrichter habe ich mittlerweile befestigt. Hier ist einmal ein Winkel angeschraubt, der ist da mit an dem Motorträger befestigt. Der hält den Wechselrichter da vorne. Dann haben wir hier einen Winkel angeschraubt, der hält ihn seitlich und da hinten ist ein dritter Winkel. Ja, den wird man kaum sehen. Da habe ich hier so ein Aluminiumblech reingebastelt, am Motor festgeschraubt oder am Getriebe festgeschraubt und da hängt auch der Wechselrichter dran. Also an 3 Punkten ist er befestigt. Da bewegt sich nichts mehr.
Hier seitlich haben wir das Original Audi Massekabel festgemacht, weil der DC-DC-Wandler ist ja hier drin. Das heißt, dieser Wechselrichter, der muss eine gute Masseverbindung haben und die hat er jetzt. Gut, was haben wir hier noch? Die Vakuumpumpe habe ich jetzt schon mal etwas fester gemacht, als sie vorher war. Die ist jetzt hier mit einer Schelle an so einem Stehbolzen verankert. Ob das reicht, muss man mal sehen. Und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal eins weiter. Dann haben wir jetzt eine Richtungswahl drin. Gucken, ich weiß nicht, ob der 12-Volt-Kreis gerade aktiv ist. Wenn ja, kann ich sogar mal kurz vorführen. Ja, sieht gut aus. Also, erst müssen wir halt das Auto anmachen, wie immer. Aber wir gehen jetzt nicht traditionell hier weiter auf den Start, sondern jetzt muss man die Bremse treten. Und dann kann man hier auswählen, zack, jetzt ist der Wechselrichter in die Vorwärtsrichtung geschaltet worden. Und man sieht hier, der Drehzahlmesser ist auf 3000 gegangen. Der misst jetzt keine Drehzahl mehr, die ist ja uninteressant, sondern der misst jetzt Leistung. Also wenn das Auto mal fahren kann, wird der Zeiger weiter nach rechts gehen, je weiter man das Gaspedal drückt, das Strompedal. Und er wird weiter nach links gehen, wenn man eben rekuperiert. Dann gibt es noch die Sonderfunktion. Hier, wenn ich auf N drücke, dann wird die Rekuperation umgeschaltet. Gucken wir uns mal an. Jetzt sind wir auf Rekuperationsstufe 2 und jetzt auf Rekuperationsstufe 1. Das zeigt er für eine Sekunde lang an. Das heißt, 1 ist aus. Und jetzt können wir mit dem anderen Knopf wieder hochgehen. Jetzt sind wir auf der höchsten. Zack, zack, zack. Also den Drehzahlmesser können wir frei für unsere Zwecke verwenden. Dann Rückwärtsgang, ganz logisch, ist hier. Ein Hund. So, dann schauen wir noch hier im Kofferraum vorbei. Also hier ist jetzt die DC-Verkabelung soweit abgeschlossen. Also hier kommen die zwei Kabel von vorne über ein Wellrohr geschützt hier rüber, hier raus und gehen hier an die zwei DC-Schütze. Ja, da ist eine 200 Ampere Sicherung drin, der Stromsensor vom BMS und da geht es dann eben an die Batterie dran. Ja, ansonsten ist hier die ganze Kontrollverkabelung eben auch fertiggestellt. Also es kommt jetzt wieder ein Ethernet-Kabel kommt von vorne. Können wir uns vielleicht auch noch gleich ganz kurz angucken, wo das herkommt. Und das geht dann sowohl ans BMS für die Kennnachrichten, als auch an die DC-Schütze, um die halt zu schalten. Und nicht zuletzt hier an den Tankfühler, an den ehemaligen, um die Tankanzeige zu steuern. Das ist also soweit fertig, muss noch ein bisschen sortiert werden, dass es nicht so krokelig aussieht. So, und jetzt können wir noch hier in die Klappe reingucken. Da sehen wir nichts. Den großen Bleiakku habe ich ausgebaut und das Massekabel auch. Das ist das Auto schon mal hinten wieder 15 Kilo leichter. So, hier seitlich sehen wir noch, ja da. Hier seitlich sehen wir noch, da habe ich jetzt angefangen, den oberen Akku festzuschrauben. Also der wird hier festgeschraubt, wo der Sitz vorher fest war, hier, wo der Gurt vorher fest war. Und dann wird diese Platte halt hier mit M8-Schrauben noch verschraubt. Nach vorne kommt noch irgendwas. Jetzt stelle man sich mal vor, das Auto liegt irgendwie auf dem Dach. Wollen wir es nicht hoffen. Dann soll der Akku ja natürlich auch nicht irgendwie hochklappen. Oder wenn man über einen Hubbel fährt, soll ja der Akku hier vorne auch nicht anfangen zu fliegen. So, dann noch mal ein kurzer Blick und runter. So, hier sieht man, kommt jetzt ein rotes Kabel mit aus diesem großen Steckverbinder raus. Das ist eben das Kabel, das nach hinten zum BMS, zu den Schützen und so weiter geht. Und das habe ich hier auf 8 freien Kontakten aufgelegt. Ja, dann sieht man hier diese 4 Kabel. Das ging mal zur Lambda-Sonde unterm Auto. Die habe ich dort rausgezogen und die gehen jetzt stattdessen hier zu unserem Gangwahlschalter.
So, das war jetzt natürlich ein ziemliches Sammelsurium an Themen, aber ich bin jetzt eben in dieser Umbauphase, wo eben hier und da mal was gemacht werden muss. Viele kleine Sachen, die großen Baustellen sind ja soweit abgehakt. Es fehlen jetzt noch ganz wichtig die Antriebswellen, damit wir überhaupt fahren können. Der Klimakompressor, die Klimaanlage wird noch eingebaut. Die Batterie hinten kriegt natürlich noch ein Gehäuse, so drumherum, in irgendeiner Art und Weise. Und ja, dann wird alles wieder dran gebaut, Stoßstangen und so weiter. Noch ein paar Probefahrten gemacht und dann kann es eigentlich zur Einzelabnahme gehen. Gut, dann machen wir jetzt hier mal einen Cut, damit das Video nicht zu lang wird. Und ich würde sagen, danke fürs Zuschauen und bis später.